Viele sind sicherlich in den letzten Wochen auch über diesen Post von Andrej Karpathy gestolpert. Hier spricht Andrej über das sogenannte Vibe Coding, was es ist. Und wenn man über Vibe Coding spricht, dann wird auch oft erwähnt, dass man da eben ja, Voice-to-Text quasi nutzt, für anstatt wirklich selber zu schreiben. In diesem Fall benutzt er Super Whisper, das ist eine Mac-App. Und als ich mir die angeguckt habe, und besonders die Demo hier unten, dachte ich mir, ey, das ist ganz schön cool eigentlich. Sowas hätte ich auch gerne. Das Problem ist, das ist aber halt eben Mac-only und benutzt auch ja, die ganzen großen KI-Anbieter, ne, OpenAI etc. Und ja, ich benutze aber halt Linux und da läuft das natürlich nicht. Ich habe auch geguckt, ob es irgendwie Alternativen gibt. Da gibt es so zwei Stück. Einmal Vibe und einmal SpeechNote. Beides nicht so genau das, was ich haben möchte. SpeechNote ist, wie man offensichtlich sehen kann, eine KDE-App und primär wirklich nur für ja, Speech-to-Text. Vibe geht schon eher in die Richtung, ist aber auch nicht das, was ich haben will vom User-Interface her und vor allen Dingen dieses Feature, dass der Input, der Voice-Input umgeschrieben wird von der AI. Das fand ich richtig cool und das bieten halt beide nicht. Also bleibt nicht mehr so viel anderes übrig, außer selber zu bauen. Das Problem ist, ich bin kein Programmierer, ich bin SRE Plattform-Engineer. Ich kenne mich also sehr gut im Ops-Bereich aus, nicht so gut im Programmieren. Ich kann zwar ein bisschen programmieren und ich weiß, wie ich mich da zurechtfinde, aber es ist halt eben nicht, was ich in meiner täglichen Arbeit tue. Deswegen habe ich mir gedacht, naja, vielleicht ist dieses Vibe-Coding ja auch was für mich. Allerdings muss ich sagen, ich stehe diesem Vibe-Coding definitiv skeptisch gegenüber. Also auf der Arbeit bei mir benutzen wir das auch ganz viel. Und ich sehe die Resultate und ich sehe auch, wie manche Kollegen damit hadern. Und dementsprechend bin ich da ein bisschen nüchterner unterwegs, würde ich behaupten. Aber ich finde es trotzdem interessant und ich denke mir, ich sollte das definitiv mal ausprobieren und eine Chance geben. Und im Zweifel habe ich halt ein bisschen Spaß gehabt und vielleicht was gelernt. Das wäre ja auch schon was Gutes. Ich bin aber nicht sehr confident in diesem Vibe-Coding-Approach, sage ich mal. Daher werde ich ein paar Guidelines festlegen für die AI, beziehungsweise ein paar technologische Entscheidungen im Voraus treffen. Erstmal vielleicht kurz, was möchte ich überhaupt bauen? Also eine Linux Desktop App, die soll offline first sein, die soll primär auf den GNOME Desktop ausgerichtet sein und Libit weiter nutzen. Da ich gar keine Ahnung habe von Speech-to-Text-Engines, habe ich hier so einen Reddit-Post gefunden, da hat jemand verschiedene Engines verglichen und da hat dieses WhisperX ganz gut abgeschnitten, von daher werde ich das einfach mal benutzen. Ich denke, das wird nicht verkehrt sein. Das heißt, das wäre auch schon mal ein Requirement. WhisperX. Und da WhisperX in Python geschrieben ist, denke ich, ist das auch eine logische Wahl für die Sprache, für die Programmiersprache. Außerdem kann ich das ein bisschen, das heißt, wenn die AI da komplett abdreht, könnte ich das wenigstens, hätte ich zumindest eine Chance, das überhaupt zu verstehen, was da fabriziert wurde von der AI. Und Python hat auch offiziellen Support für GTK4 und Libit weiter, von daher passt das, glaube ich, ganz gut. Ja, ich glaube, das sind so die Basics, die Basic-Anforderungen und die Basic Guidelines, in der sich die AI bewegen wird. Das wird wahrscheinlich ein bisschen spekulativ, vermute ich mal, weil Linux Desktop App in Python mit GNOME Libit weiter, das ist, glaube ich, sehr nischig und da gibt es wenig Code, wo die KIs drauf trainieren konnten. Dementsprechend, ja, mal gucken. Ich glaube, könnte ein bisschen witzig werden, aber vielleicht auch ein bisschen frustrierend. Mal schauen, was dabei am Ende rumkommt. Ich habe mir auch überlegt, dass ich der AI ein bisschen ja, Stützräder quasi anziehe, indem ich so ein PRD schreibe. Viele POs, also Product Owner, bei meiner Arbeit, die schwärmen von dem Tool und ich dachte mir, vielleicht probiere ich das mal aus.
Einfach um ein bisschen mehr Kontext zu haben für die AI, damit die da nicht super random irgendwas zusammen halluziniert. Schauen wir mal, was dabei rumkommt. Ich werde das auch definitiv timeboxen. Vielleicht so maximal 20 Minuten. Ja. Da bin ich aber gespannt, was da jetzt bei rumkommt. Junge, ey. Was für ein Gebrabbel. Aber ich glaube, so ein paar Sachen ist es gar nicht verkehrt. Das kann man der AI dann als Kontext mal mitgeben. Ich will da jetzt auch, glaube ich, lieber nicht so viel Zeit reinstecken. Ich wollte jetzt einfach mal ausprobieren. Nehmen wir erstmal, glaube ich, so mit. Ist schon okay. Mal schauen, ob uns das irgendwas bringt. Kann ich das hier irgendwie rauskopieren? Export. Markdown. Ah, jetzt geht's. Wunderbar. Okay. Ja, dann gehen wir mal in Cursor rein und gucken, was da so geht. So, wie starten wir mal am besten? Wir bräuchten halt, ich bin sehr gespannt, wie das funktioniert, weil das natürlich, also eine Python Gnome libadwaita Linux Desktop Application ist sehr exotisch, würde ich sagen. Da bin ich gespannt, ob die mir, das ist halt keine 0815 React Web App. Da bin ich sehr gespannt, wie weit, also ob die AI das überhaupt hinkriegt. So, gucken wir mal, was er daraus macht. Okay, Main Python. So, und im Vibe-Coding, da soll man ja nicht, also, so wie Andrej Karpathy das ja sagt, soll man da jetzt einfach Accept drücken. I guess. Machen wir doch mal. Er hat doch noch gar keine Dependencies installiert oder so, ne? Wenn man vom Teufel spricht. Okay, jetzt lösche die Main Python, die er gerade erstellt hat. Weil er jetzt die Run Python erstellt. Oh, ich glaube, das war auch einfach zu viel auf einmal. Also war vielleicht nicht optimal. Aber wir lassen ihn mal durchlaufen. Mal gucken, was dabei rumkommt am Ende. Und zur Not starte ich gleich einfach nochmal. Das meinte ja Andrej auch, dass man halt einfach, ja, von vorne startet und wegschmeißt und einfach so lange probiert, bis Dinge funktionieren. Setup.py. Ich meine, ich habe keine Ahnung, aber ich glaube, das ist schon auch jetzt nicht mehr so der aktuelle Weg, wie man Python-Applications packt. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Mit Setup-Tools. Na, schreibt jetzt hier schon Desktop-Entries. Oh, ich bin wirklich so gespannt, was da am Ende rauskommt. Oha. This is a placeholder description. Ja, okay. Sieht ein bisschen hässlich aus, aber hey. Ich will mir das einmal angucken, was er hier fabriziert hat. Also hier gibt es so eine Setup-Python-Geschichte. Also ich sehe halt hier nichts Modernes, ne? Kein Poetry, kein UV oder so, sondern hier alt mit Setup-Tools. Das ist es, glaube ich, irgendwie nicht. PyGobject hat er installiert. Aber wo hat er die denn installiert? Hat er hier irgendwie einen VEnv gemacht? Nee. Ist das irgendwas Internes? Ich muss sagen, ich ringe wirklich mit mir gerade, das nicht schon umzubauen. Das ist wirklich schwer. Ich muss mich da zurückhalten. Weil ich finde, Setup-Tools, weiß ich nicht, hätte ich halt nicht genommen. Ich hätte halt irgendwas Modernes genommen. Auch wenn das natürlich ein valider Weg wahrscheinlich ist. Ich habe keine Ahnung. Aber, ja. Trotzdem fühlt sich jetzt schon weird an. Also auch wie das hier strukturiert ist, aber naja, gut. Also ich will das nochmal ausführen hier. Was passiert, wenn ich das jetzt manuell ausführe? Python 3 Run Python. Naja, ich meine, das Fenster startet, ne? Audio Recording started, Audio Recording stopped, Transcribing Audio Enhanced Text. Ja, krass, okay. Das sieht natürlich also todeshässlich aus. Remove the welcome text and only display the record button. Make it big and red. Ja. Da gibt es ja noch gar keinen Text, den man kopieren könnte.
Aber warum das jetzt fixen? Jetzt ist hier roter Text da hinzugekommen. Aber halt, also ist ja jetzt nicht sinnvoll, sich damit aufzuhalten, oder? We still have an issue. Wie kommst du denn darauf? Hat doch funktioniert mit dem Kopieren. Das verstehe ich jetzt nicht. Oder also, wenn er jetzt nicht zufrieden ist, dann werde ich das abbrechen und ihm nochmal eine neue Richtung vorgeben. Weil das ist ja Quatsch jetzt hier. Ich muss sagen, also bis hierhin fühlt sich das alles ein bisschen unangenehm an, so vom Workflow her. Vor allem, weil er die ganze Zeit irgendwas macht. Ja, okay, jetzt hat er seinen Loop beendet. Okay, nice. Dann machen wir ja jetzt mal ein bisschen mit dem Hauptfeature weiter. Audio-File. Mal gucken, was er daraus macht. Pip install PyAudio-NumPy. Ja, wenn ich das jetzt mache, wo willst du das installieren? Ja, das wird nichts. Ich bin nämlich auf einem Atomic Desktop unterwegs. Jetzt hat er hier eine Setup-NFSH erstellt. Ich kann doch nicht einfach irgendwas ausführen lassen. Das ist so wild. Ohne dass ich das geprüft habe. Laut André mache ich ja jetzt einfach accept und lasse den einfach rattern, ne? Ohne dass ich check, was der bei mir installiert und was der bei mir macht auf den Systemen. Das fühlt sich wirklich gar nicht gut an. Der könnte ja sonst was machen. Ja, aber das wird halt failen. Ja, auf jedem normalen System würde das wahrscheinlich gehen. Nee, das fühle ich wirklich gar nicht. Da werde ich jetzt eingreifen. Ich glaube, da muss ich noch ein bisschen rumexperimentieren und gucken, ob ich die richtigen Dependencies zusammenkriege. Damit Cursor das mitkriegt. Der liest ja die Devbox-Shell nicht. Okay, ich habe jetzt vielleicht eine halbe Stunde, vielleicht ein bisschen mehr, 40 Minuten oder so, versucht, sowas Einfaches wie einen Dev-Container nur durch den Chat irgendwie an den Start zu bringen, aber keine Chance. Also die AI verrennt sich da halt ganze Zeit und bekommt es nicht hin, das zu fixen. Sehr frustrierend, muss ich sagen. Ich meine, ich verstehe, dass eine GTK-Application in Python wirklich exotisch ist. Da gibt es wahrscheinlich wenig Trainingsdaten, aber also das nicht mal hinkriegt, den Dev-Container irgendwie an den Start zu bekommen, finde ich persönlich schon sehr wild. Auch wenn ich mir hier die ganze Struktur angucke, also das sieht so zusammengewürfelt aus. Ich weiß auch nicht. Das fühlt sich nicht gut an. Auch wenn mir das theoretisch egal sein sollte, natürlich durch das Vibe-Coding, das soll ich ja einfach, ja, das akzeptieren, den Flow akzeptieren, den es eben hervorruft und dass die Ergebnisse, die es halt rausspuckt, aber das funktioniert halt hinten und vorne nicht, habe ich den Eindruck. Ich könnte mir vorstellen, dass ich denen einfach ein bisschen zu viel Input auf einmal gegeben habe. Die AIs kommen meistens besser damit zurecht, wenn die Aufgaben wirklich sehr, sehr stringent, sehr, sehr kleinteilig sind. Ja, das werde ich nochmal probieren. Einfach einen anderen Ansatz, aber so für heute würde ich sagen, ist das gescheitert. Also, das ist nicht benutzbar. Man schlägt sich nur mit nervigen Kram rum. Die AI kommt nicht zurecht mit den einfachsten Sachen, wo ich weiß, wie sie gehen. Dev-Container sind wirklich keine Magie. Da ist das wirklich einfach nur frustrierend, dem zuzugucken, wie das ganze Zeit sich im Kreis dreht und nicht vorankommt. Ja, das ist, glaube ich, das Fazit für heute. Ich werde das auf jeden Fall nochmal probieren, aber mit einem kleinteiligeren Ansatz, als was ich jetzt versucht habe. Und ich glaube, ich werde auch fürs nächste Mal die ganze Thematik rund um mein Dev-Setup, das werde ich schon im Voraus selber manuell aufsetzen, damit sich die AI nur noch wirklich um den Code an sich kümmern muss und nicht um das Drumherum, weil das schafft sie halt einfach nicht. Bis also zum nächsten Video.